Andreas May. Ich habe hier in Köln studiert, habe meinen Abschluss 2010 gemacht und habe Skandinavistik im Hauptfach studiert und daneben noch Politikwissenschaften und amerikanische Geschichte. Das hatte ich natürlich als Studienfach erstmal nicht auf dem Schirm, weil das ja eines der kleineren Fächer ist, das man nicht so kennt, gerade wenn man frisch von der Schule kommt. Und dann sagte meine Freundin, schau doch mal beim Skandinavistik-Institut vorbei, du interessierst dich doch auch so ein bisschen für den nordischen Raum und das wird dir bestimmt gefallen, da sind nur nette Leute, es ist relativ klein, habe ich mir das angeguckt und ja, diese Nähe, die man hat, die Nähe zu den Lehrenden, aber auch, dass man noch die Möglichkeiten hatte, neue Sprachen zu lernen, ein bisschen über die Literaturwissenschaft hinaus Kulturwissenschaft zu machen, das fand ich dann super spannend und habe es nicht bereut. Es war jetzt nicht schwer, es hat auch nicht lange gedauert bei mir, aber ich glaube, weil ich mich auch im Vorfeld immer wieder ausprobiert habe und geschaut habe, was liegt mir, was möchte ich danach machen, welche Möglichkeiten habe ich und auch viele Dinge für mich ausgeschlossen habe, sodass ich gegen Ende des Studiums schon eine ungefähre Vorstellung hatte, wo ich hin möchte. Also ich habe relativ direkt nach meinem Abschluss 2010 auch beim DAAD, beim Deutschen Akademischen Austauschdienst, angefangen. Die erste Stelle, die ich angenommen habe, war auch eine Aushilfsstelle. Die war befristet und ja, es war eben eine zuarbeitende Tätigkeit auch. Aber ich wusste, ich muss an diesem Punkt mal anfangen, um auch zeigen zu können, was ich kann, um zu sehen, ob ich da reinpasse, dass auch die anderen sehen, dass ich in diesen Laden passe. Und ich glaube, das ist so die größte Hürde für Geisteswissenschaften am Anfang, dass man zwar weiß, was man kann und da auch von überzeugt ist, aber erst den anderen das beweisen muss. Und deswegen muss man da zwar das Ziel vor Augen haben, wissen, wo man hin möchte, aber auch sich dessen bewusst sein, dass man nicht gleich in der Position anfangen kann, wo man sich auch sieht, sondern vielleicht überlegen muss, wie sieht der Weg dahin aus. Es sind keine eigenen Messen größtenteils, die wir machen. Das heißt, wir arbeiten da mit Dienstleistern im Ausland zusammen. Wir nehmen an Messen teil, die stattfinden, aber wir machen die Organisation für den deutschen Auftritt. Das heißt, unser Hauptauftrag ist es, deutsche Hochschulen in ihrer Internationalisierung zu unterstützen, in ihrem Marketing im Ausland zu unterstützen, dass sie ausländische Studierende finden können, die dann bei ihnen studieren oder auch nur einen Austausch machen oder eben auch in wissenschaftlichen Austausch treten können. Und dafür bereiten wir sozusagen die Plattform und organisieren dann einen deutschen Pavillon, einen deutschen Auftritt auf internationalen Messen. Und da geht es einfach darum, ja, erstmal zu gucken, wer hat überhaupt von den deutschen Hochschulen Interesse. Das heißt, wir müssen die Veranstaltungen aussuchen nach gewissen Kriterien, dann müssen wir sie ausschreiben, dann melden sich die deutschen Hochschulen bei uns und wir planen ein Rahmenprogramm für die Hochschulen, organisieren Treffen mit lokalen Hochschulvertretern, damit die sich austauschen können. Mitunter haben wir auch mit den Botschaften im Ausland zu tun, weil es da Veranstaltungen gibt, die vorbereitet werden müssen. Es ist einfach Organisation und wir begleiten auch die Hochschulen ins Ausland und haben dann auch direkten Kontakt einerseits zu den Hochschulen, die da mitfahren, andererseits aber auch zu der Zielgruppe an Studierenden vor Ort und bekommen dadurch auch immer mit, was denn da so gerade gefragt ist, was die überhaupt umtreibt, was die wollen, was die wissen wollen zum Studium in Deutschland, was die generell für ein Deutschlandbild haben. Und das ist dann auch wieder ein sehr gutes, wichtiges Feedback für uns, weil wir dann unsere Informationsarbeit dahingehend ausrichten können. Zur Vorbereitung für den Beruf später würde ich auch immer noch empfehlen, während des Studiums so viel wie möglich noch nebenher zu machen und auszuprobieren. Also klassische Praktika natürlich, aber auch so Dinge wie ehrenamtlich bei einem Kulturverein mitzuarbeiten oder so, kann dir auch viel bringen, weil du dann mal weißt, wie solche Kulturevents zum Beispiel organisiert werden, was da so hinter den Kulissen alles abläuft. Da gibt es die verschiedensten Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel habe ich während meiner Studienzeit als Studentenjob bei einer Fernsehproduktionsfirma gearbeitet. Ich habe an der Hochschule, an der Uni Köln, habe ich beim Hochschulradio mitgemacht, weil ich lange Zeit dachte, das wäre ein möglicher Weg für mich, den ich gehen möchte im Bereich Journalismus. Hat sich dann später
ein bisschen zerschlagen, weil ich für mich festgestellt habe, das ist dann doch nicht ganz. Nichtsdestotrotz habe ich viel aus dieser Zeit des Hochschulradios und auch aus der Zeit der Studentenjobs beim Fernsehen so mitgenommen, die mir dann auch weitergeholfen haben, später bei der Berufsfindung. Deswegen würde ich jedem raten, ja, nicht nur den klassischen Kellnerjob vielleicht während des Studiums machen, sondern auch solche Dinge auszuprobieren. Ganz offensichtlich, ich bin in einem Bereich tätig, wo es nicht schadet, wenn man eine Uni von innen gesehen hat. Also der DAAD ist ja eben eine Wissenschaftsaustauschorganisation und da werden natürlich bevorzugt Leute auch in diesen Referentenpositionen eigentlich nur Leute eingesetzt, die auch einen Studienabschluss haben. Das Studium selbst, also abgesehen von den zusätzlichen Dingen, die man gelernt hat, wie Sprache, ist es aber auch das wissenschaftliche Arbeiten an sich, finde ich, das viel gebracht hat. Also dass man einfach weiß, wie man sich in eine neue Thematik einarbeitet und wie man an neue, unbekannte Dinge herangeht und sich damit auseinandersetzt und auch das Ganze dann wieder weitergeben kann vor allem. Also nicht nur, wie man das aufnimmt, sondern auch so verfassen kann, dass es dritte Leute möglichst schnell, knapp, in kurzer Zeit auf den Punkt gebracht verstehen können. Und natürlich aber auch diese interkulturelle Kompetenz, die man vielleicht erwirbt. Also A, hat man natürlich im Studium selbst mit vielen unterschiedlichen Leuten zu tun, aber eben auch die Erfahrung, die man so im Ausland macht, wenn man auf eine Exkursion geht, wenn man einen Austausch macht. Das sind alles viele Dinge, die mir geholfen haben, weil man sich einfach dann so viel besser in andere Personen und Perspektiven vor allem hineinversetzen kann und sich klar machen kann, dass viele Leute, mit denen man zu tun hat, eben einen anderen Hintergrund haben und deshalb auch Dinge anders sehen, aus einer anderen Perspektive sehen und das alleine hilft auch gerade im Marketing. Wenn einen selbst als Studierender was umtreibt, dann hat man es viel einfacher, zum Professor, zur Professorin oder zur Dozentin zu gehen und mal Dinge anzusprechen. Da hatte ich immer den Eindruck, dass das am Skandinavistik-Institut nie ein Problem ist. Also man hat eigentlich kleine Institute, was das fachlich angeht, hat man keine Abstriche. Man bekommt die gleichen Inhalte und Kompetenzen des wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt, wie in allen anderen Studiengängen auch. Ich finde, man hat einfach nur die Vorteile des netten kleinen Beisammenseins. Insofern kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, wenn es denn von den Inhalten passt, sich eher kleinere Institute zu suchen.